So, es ist 20 Uhr und willkommen bei der Heute-Show. Nee, heute Nachrichten. Wir durchsuchen Kunos Hütte. Wie auch immer er diese Hütte eigentlich überhaupt... Oh, was ist das hier noch? Das Geräusch schmelzenden Schnees, das vom Dach tropft. Eigenartig. Warum mal eigenartig? Hat der nicht hier nie irgendjemand mal den Schutt weggeräumt? Jetzt auf einmal... Achso, ich höre die Insekten wahrscheinlich, oder? Hier wimmelt es von Heuschrecken. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted with little holes for windows. Also die Insekten haben sich hier anscheinend schon sehr häuslich eingerichtet. Ist es nicht schön? Like skyscrapers, spires of dirt and sand rising. Accommodations for their insectoid inhabitants. Das sind sie ja alles. Das finde ich mag das nicht, wenn so Sachen überbeschreiben. Das sind ganz schön viele Heuschrecken, oder? Well, Detective, it appears you've solved the case. Der Lieutenant sieht sich um, schreibt aus in sein Notizbuch und dreht sich dann zu dir. Of the locusts. For the missing locust case, which is a subcase of the imaginary insect case. So at least that's going well. Hey, Kim macht sich irgendwie lustig über uns, habe ich das Gefühl. Also unser Unter-Case läuft gut. Seien Sie nicht sarkastisch, Kim. Oh, I'm not being sarcastic at all. We are making real progress here. Ja, echter Fortschritt. When someone says they're not being sarcastic, it's usually a good sign that they're being very sarcastic. Glauben Sie, dass die insulinischen Phasmiden in der Nähe ist? If anything, the presence of the locust points to the opposite. The Phasmid did not take the bait from the traps. It was Kuno. The Phasmid doesn't exist. Also er meint, die Phasmiden existieren nicht, dass es Kuno war. But what do I know? Das ist sehr schön. Use your powers of deduction. You knew the magic bug was nowhere near here. The Phasmid is impairing your judgment. Was? Die Phasmiden beeinträchtigen mein Urteilsvermögen? Das ist ja unfassbar. Wir sollten mit Kuno über das hier reden. I'll let you handle the Kuno side of things. You are doing just fine. Er überlässt mir die Kuno-Seite der Dinge. Wie schön. Ach, das ist jedes Mal erheiternd, wenn wir uns mit Kuno unterhalten. Das ist mehr so 3 Tage für die Ermittlung. Wir sind nicht irgendwie hart am Saufen. Ist schon irgendwie deprimierend, oder? Wie lange wir dafür brauchen. Geht übrigens auch noch die Mütze auf. So, Kuno. Du bist in Schwierigkeiten. Kuno's like Kuno's dad. Kuno doesn't give a fuck about anything. Kuno scheißt auf alles, vor allem mit den Segelohren da, ne? Tja, ich weiß, dass du die Heuschrecken geklaut hast. Yeah. Kuno took the bugs. So what? Erst sagst du, dass die Insekten scheißegal sind, dann ziehst du los und riechst deine ganze Insektenstadt. It's not Bugtown. It's the city of locusts. Locusts aren't just bug shit. They come out of the sky like a fucking shadow. Shit descends. Also er meint, das ist nicht nur einfach eine Insektenstadt, das ist die Stadt der Heuschrecken. Weil die sind, das sind nicht nur einfach Insekten, die sind verfickter Schatten im Himmel. Ja. Stop! Jammert sie hinter dem Zaun und vergräbt dann ihr Gesicht in ihren Händen. Locusts coming down like a shadow. This must be the night city he mentioned when you asked him where he's been. Tja, du sagst mit Schuppen, das da drin ist das Night City. Yeah. Locust City. City of rage. City of lights. Wo kommt das Licht her? There's a tug of war over the name of his fantastical city. It's almost too big for his imagination. Ist das zu groß für seine Vorstellungskraft? Aber ich muss mal kurz gucken, ob ich hier tatsächlich noch schnell einen Gedanken leveln kann. Der 15. Indigo-Stamm würde mich ja schon interessieren. Das dauert halt ewig, ne? Wir schaffen es auf jeden Fall. Doch, das schaffen wir noch heute. Also nicht mehr heute in Form von Aufnahme. Was bringt mir Zombie-Center? Ja, ich möchte das mit dem 15. Indigo-Stamm. Das klingt irgendwie, als würde es mir Lore bringen. Ich habe keine Ahnung. Ich will das einfach machen. Einfach nur aus Prinzip. Es klingt irgendwie interessant und deswegen tue ich's. Und vor allem, weil ich bei die Dinger hier komplett voll habe, ne? Dann kann ich mich die komische Tür vergessen. The girl forces herself to watch again. The corners of her eyes twitching from discomfort. Also Kuno West ist also ein bisschen unangenehm. Stadt des Zorns liegt nach einem coolen Ort. Bist du jetzt so ein Künstler oder was? Ist doch egal, ich wollte nur fragen. Oh, Künstler? Maybe I am. Sagt er und blickt dir dabei direkt in die Augen. Did he just say I? Kuno usually calls Kuno Kuno. Man sieht sich immer selber Kuno. Nix, Künstler schaffen seine ehrwürdige Berufung. Ich selbst bin auch manchmal sowas wie ein Künstler. Oh my god, Kuno! He's gonna make you totally lame in like 3 seconds. Don't let him, Kuno. Ah, sie sind wieder gegen. Das ist ja unerklärlich. Yo, fuck you, see? Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Er zerrt an den Knöpfen seines Hemdes, um es aufzureißen. Sie geben nicht nach. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything.
Kuno can make himself into a pig if he wants. Kuno can make himself into a... Kuno doesn't give a shit. Kuno ist es scheißegal. Ah ja. Don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. Das musst du mich mitnehmen. Eine bleierne Stille legt sich über den Hof. In it, you hear snow melting, dripping from the eaves. Someone closing a window. Aha. Jemand schließt sein Fenster. Da möchte jemand nicht involviert sein. Kuno und ich haben darüber geredet. Ich habe ihm versprochen, dass ich das nicht machen würde. Du sagst nichts. Das kommt auf die Entscheidung, die du triffst, junger Dame. Without a word, she disappears entirely behind the fence. Das war wahrscheinlich die falsche Antwort. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now, with splotches of white beginning to appear across his face. Das war wahrscheinlich das falsche Ding. You've got him. Now convince him to leave the cryptozoologist's traps alone. Ich habe ihn am Haken? Echt? Habe ich? Achso, weil ich Kuno losgeworden bin. Du darfst keine Heuschrecken mehr aus dem Fall nehmen. Die Kryptozoologie ist sehr wichtig auf der Spur dieser Ich muss dich fragen, welche Bedeutung hat die Stadt der Heuschrecken? Was hast du mit den Heuschrecken vor? Nee, ich frage nach der Bedeutung. It don't mean anything. It's shit. Kuno just likes to focus. Kuno likes to concentrate on shit. Build shit when he's zipping hard. Fuck. Was? Er will sich nur auf irgendwelche Sachen konzentrieren, wenn er high ist. Ach so, das ist ja gut. Der nimmt ja Speed, ne? Da hat er voll den Laserfokus, aber hat nichts, was er eigentlich tun kann, weil er nichts zu tun hat. Das ist natürlich auch irgendwie bitter. Pig, you really shouldn't have fucked with Kuno City. Now it's all fucking lame. Was hat er jetzt vor? Kuno's gonna let the fucking locusts die. Ja, dann lass sie aber nur I Ruhe. don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. She was right. Ja, Kunes hatte recht. Also die Heuschrecken sind jetzt total lame, weil ich mich damit beschäftigt habe. The Schön. girl's face appears again, above the fence, just long enough to make eye contact with Kuno. Aha. She doesn't know whether to be glad because Kuno is finally convinced of the lameness, or more worried because of his continued use of the first person singular. Kuno is Kuno, not I. Kuno ist Kuno, nicht ich. Okay, das ist ja erklärt, dann sehen wir uns mal, gehe ich mal wieder. Tschüss! The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? Irgendwelche komischen Viecher. Ach, murmelt er in sich hinein. He recognizes the name. Moment, du kennst das Scheißvieh? Bitches think Kuno doesn't know shit. The fuck out of here. Kuno's tired of this shit. Er hat keinen Bock mehr darauf. Na super. Also, aber die Leute sagen, er hat voll keine Ahnung, aber er hat ja voll Ahnung. There's silence between the two children. They're not saying anything to each other, nor looking in each other's direction. Es herrscht wieder still zwischen den Kindern. Nun, was wollen wir damit anfangen? Aber hey, wir können die Quest abgeben und kriegen XP-Punkte dafür. Das ist doch eigentlich alles, was ich möchte, oder? Bin nämlich sehr gespannt, wie unsere Nacht in dieser Fischerhütte laufen wird. Ob wir danach irgendwie halbwegs entspannt sind. Wahrscheinlich eher nicht. Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Ja, ich habe mich übrigens um deinen Jungen gesprochen. Er hat versprochen, keine Insekten. Naja, so richtig versprochen hat er das nicht, aber naja. So it was just a child. Enttäuscht, schürzt er die Lippen. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. Sie dreht sich zu ihrem Ehemann und schenkt ihm ein einfühlsames Lächeln. She acts chipper, but something's changed in her tone. A hidden worry. Oh, ihre Stimme hat sich verändert. Eine heimliche Sorge. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid, or the missing locusts. It's something else. Etwas nagt an ihr? Und ist es wieder die Heuschrecken, das andere Zeug? Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then Ach so. maybe we can. Weil er nochmal raus will. Der alternde Kryptozoologe bekommt einen grässlichen Hustenanfall. He has a 38-degree fever. His resilience has given way. Oh, seine Belastungsgrenze ist überschritten. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. Das klingt tatsächlich so, als wäre es Zeit, nach Hause zu gehen. You're right. Oh, We can come back next season, when it's warmer. wir können im Frühling wiederkommen. Mann, ich merke, dass mich diese Nummer Zeit kostet, die mir bei meiner eigentlichen Ermittlung fehlt. Die Sache ist es nicht wert, dafür Gesundheit aufs Spiel zu setzen, sollten es gut sein lassen und nach Hause gehen. Ich würde ja wirklich gerne helfen, aber ich muss mich um meine Angelegenheiten kümmern.
Verdammt, vielleicht kann ich die Fallen ja für sie neu bestücken. Nimmst den Auftrag an. Wenn es soweit gekommen ist, um aufzugeben, ich werde die Fallen neu bestücken, legen wir los. Du nimmst den Auftrag begeistert an. Oh, das Kim gefällt, wenn ich das sage. Das kostet mir bei einer eigentlichen Anbindung eigentlich voll viel Zeit. Of course, sweetie. You've helped us so much already. Everyone would understand if you... Naja, wir können das ja mal machen, wenn ich mal dran vorbeikomme. You can? Fine. It's better than having these people get pneumonia on the coast. But after this... Aber danach, was? He wants to see this tale through, as much as you. Otherwise, he'd have stopped this already. But he cannot let it drag out after this. Also er möchte durchziehen, weil das ist ja irgendwie so ein kurioses Interesse hat er auch. Das ist ja schön. Really? It's too much, officer. Das ist einfach zu viel und er muss wieder What husten. Morel means is we're grateful for your help. Sie nickt ihrem Mann zu. These are fresh fractured locusts. Bäh. They should slide right down the funnel. And thank you again. We will definitely mention you, should this lead to a discovery. I'm not talking co-discovery, of course, but... Er würde uns nennen, aber natürlich nicht als Mitentdecker, sondern nur, naja, als Unterstützer. Tschüss! Jetzt können wir natürlich noch welche dummen Fragen zu Phasmiden stellen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, hello, sweetie. So nice to see you again. Ja, das bin ja jetzt, dass du die Phasmiden gesehen Oh, hast. you don't want to hear about some old woman's ramblings. Naja, doch irgendwie schon, weil ich muss nämlich Zeit rumkriegen. Ramblings? Nonsense. Your description of the Phasmid is the most precise I've ever heard. Naja, die präzise Beschreibung immer, natürlich. Darling, I didn't even get the size of it right. Hast du jetzt nicht bei der Größe geschätzt? You were a child, my dear. Really. It's extraordinary what you were able to describe. Now go on. Tell our friend about it. He's proven his interest in the field. Oh ja, wir haben unser Interesse an das Feld beschrieben. Natürlich haben wir das. Reflexively, the lieutenant read his familiar notebook. Ob er es wieder wegsteckt, sein Notizbuch? Ich meine, das ist bestimmt teuer. Well, it was summer. I was building a racing track out of sand on the beach near a tall stand of reeds. Quite a tall one. Many times my height, I remember. When, all of a sudden... Also sie hat eine Rennstrecke im Schilfdickicht gebaut aus Sand und dann ist plötzlich... Wo war das und wie alt waren sie? I'm getting ahead of myself. I was 5.5 in Betancourt in the suburbs. My grandmother had a summer home there. Wo auch immer Betancourt ist. Ich hoffe, das kriegen wir noch raus. She'd just started forming memories. Real memories. Not the billowy haze of infanthood. Was ist eure älteste Erinnerung? Ich bin mir da gar nicht so sicher, welche wirklich meine allerälteste Erinnerung ist. Aber ich habe so ein Protobild eines Bildes, wie ich in der Kinderkrippe beim Zähneputzen stand. Der Boden war gefliest und die Waschbecken waren ein bisschen zu hoch. Warum auch immer eigentlich. Weil war eine Kinderkrippe. Und irgendwie waren wir Zähneputzen. Und das war irgendwie ein Flur und dann ging es rechts ab am Ende des Ganges. Und mehr weiß ich nicht. Das ist der gesamte Erinnerungsfetzen. Das ist alles, was ich an dieser Erinnerung habe. Und ich war vielleicht 3 oder 4. Also relativ spät eigentlich. Leute, die haben frühere Erinnerungen. Ansonsten... Wartet. Danach, wenn ich so nachdenke, habe ich durch Kindergarten als nächstes. Ich habe die ganze Kinderkrippengeschichte, da habe ich keine andere Erinnerung mehr dran. Hätte ich mir vielleicht vor 20 Jahren nochmal, vor 10 Jahren mal überlegen sollen, ob ich da für früher was erinnern kann. Jetzt ist es jedenfalls zu spät. Auf jeden Fall diese eine Kinderkrippenerinnerung, die habe ich definitiv noch. Aber ansonsten... Ich habe noch so ein paar, die ich nicht beziffern kann. Ab 5,5 Jahre? Ja, weiß nicht. Ja, was sind auch ein paar so ungenaue Erinnerungen? Kannst du dich da an nichts mehr erinnern? Gar nichts? Nicht mal so verschwommen. Bei mir ist es auch nur ein verschwommenes Bild. Also ich habe halt, ich weiß, dass ich Zähne putzen weiß. Ich habe diese komischen hässlichen Waschbecken vor Augen. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich die Erinnerung mit neueren Informationen auffülle, weil ich weiß grob, was für ein Waschbecken es ist. Und das Bild, wie dieses Waschbecken aussieht, diese weiß emaillierten irgendwas Dingens, das habe ich bestimmt mal woanders gesehen. Aber dieses verschwommene Erinnerung an diesen Gang, der gefliest war und irgendwie war es so kühl und irgendwie... Es war vor allen Dingen unangenehm. Ich hatte ein Gefühl der Unangenehmheit, weil es irgendwie alles gefliest war und eklig. Aber... Es ist halt wirklich nur der Fetzen an Erinnerung, aber der bleibt mir immer noch. Ich habe immer noch so ein leichtes Bild. Das ist halt irgendwie... Naja. Weiter. Betancourt got bombed in the war. It used to be quite near, circa 20 kilometers from here. 20 Kilometer von hier. The strangest moment of my life.
I looked up and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like some antique toy. I've never seen anything like it. Also ein Schiff hat sich bewegt und nicht wie eine Pflanze und hat sich wie ein antikes Spielzeug bewegt. I didn't know this can happen, so I reached my arm and touched the thing. It felt just like a stalk of reed, but it moved, swaying, towering above me. After a while, 20 seconds, a minute maybe, it left, went into the reeds. Ich streckte die Arme über die Kreatur, sie fühlt sich genau wie ein Schiff, aber sie bewegt sich, schaukelt hin und her, während sie bei mir aufragte. Sie sieht sich ja nach einer Weile, vielleicht 20 Sekunden oder so, verschwand sie im Schiff. Ich habe noch eine Erinnerung, ich stehe in einem Garten und habe einen Ball in der Hand, der irgendwie komisch riecht. Und ich glaube, er war frisch. Weil das war nämlich ein Ball von der Fußball-Weltmeisterschaft 94 war die, glaube ich. Und ich würde vermuten, dass das denn 1994 war, das Ereignis. Und ich denn höchstwahrscheinlich 3 war. Alles auch alles. Ich kann mich erinnern, dass dieser Ball irgendwie in einem Baum war. Und mein Vater irgendwie hoch ist, um das Ding runterzuholen. Glaube ich zumindest. Also er kam irgendwie wieder runter. Das ist eigentlich die eigentliche Erinnerung. Und der Ball hat eklig gerochen. Das war vor allem der Datenpunkt. Und der war sehr neu. Und ich hatte diesen Ball später nochmal gesehen, wo ich noch ein bisschen älter war. Und ich weiß, dass Fußball-Weltmeisterschaft 94 drauf stand. Aber damals hat er eklig gerochen, wo er neu war. Hinterher hat er nicht mehr so gerochen. So, und gefolgt. I tried, but I was only a child. There was mud and high water. I couldn't see it anymore. I was just standing there, knee-deep in mud, looking around me. Also er wollte folgen, aber konnte nicht mehr. Tja, und I dann? ran back home to my grandmother and asked her if reeds could walk, and told her they were looking at me. Of course, she just laughed at me, but I knew what I'd seen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ja, schön. For years, it was a story I told at parties when I wanted to impress boys. That sort of thing. Of course, most people just took it as a strange, amusing anecdote. So did I, honestly. But then I met Morel. Ah ja. Sie hat es immer schon auf Partys erzählt und dann hat sie ihn kennengelernt und dann lief's los. We were on a date. Can you imagine? She tells me a story, and it's the most detailed report of the Insulindian Phasmid I've ever heard. The sounds. She told me it hissed. Aha. Sie dreht übrigens die Daumen so übereinander. Ich habe es gerade gemacht, ohne das in meine Pfoten in die Kamera zu halten. Richtig sinnlos. Ist das gefiel? It did, yes. Like reeds in a gust of wind. Aha. The way it moved, the colour, how some of its limbs were white, like marble. It matched perfectly with what I know from other accounts. It was amazing. Also es hat entsprach genau dem, was wir aus anderen Berichten gehört haben. Das war großartig. Schön. If it weren't for Lena, I might have given up hope years ago. It's no exaggeration to say that she restored my faith in my profession. Also das ist ja war kurz davor aufzugeben und dann kam der Bericht und dann war alles super. Sie hatten eine Verabredung, ihre Gliedmaßen sind weiß. Wie groß war sie? Vielleicht haben sie das eingebildet. Kim, was sagen Sie dazu? Eine Verabredung? Our first, yes. Liebevoll betrachtet die alte Frau ihren Mann. The glance is tender, yes, but tempered by something else. A thought she can't express, even to him. Interesting. Blick ist liebevoll, es schwingt ja was anderes daran, was sie selbst ihm nicht sagen kann. Ihre Gliedmaßen sind weiß. Not all of them. There is some white coloration reported, along with beige, where the camouflage ends. Wo die Tarnung aufhört. Wie groß war das Vieh? It's hard to say how big things are when you're quite small yourself. To me, it seemed to be taller than I was then, but that's probably not the case. Ich kam mir vor, als wäre es größer, als sie selbst war damals. Vielleicht haben sie sich das eingebildet. Das ist immer schön, wenn Leute dir Geschichten erzählen. Da hast du dir bestimmt alles nur eingebildet. How could she? Who imagines this? She didn't know about the Phasmid. This is the main thing here. What makes it a confirmed sighting? She had no previous knowledge of the insect. Also die Beobachtung ist dessen so wert für ihn, weil sie vorher nicht wussten konnte, dass es das Vieh gibt. Übrigens, das ist, womit ich hier rumwedel, ist übrigens eine elektrische Fliegenklatsche. Die macht so Strom. Macht vor allen Dingen Aua. Wo wir jünger und jugendlich waren, haben wir eventuell die Dinger auch angetatscht, während sie an waren. Wo die, glaube ich, nicht mehr genug Power hat, weil die Batterie ist, glaube ich, runter. Aber es hat gerade kurz knack gemacht. Ich gehe davon aus, dass die Fliege irgendwo tot rumliegt. Ich muss die hinterher einsammeln. Weil tote Fliegenkadaver locken bestimmt noch mehr Fliegen an. Bisschen grausam, oder? Insekten aber wegzuseppen.
Naja. Anyway. So she couldn't have made it up. Or imagined it. Sagt die Logik, dass ich das nicht hätte einbilden können. That's true, yes. I'm almost certain neither my mother nor my grandmother knew of it. It was only when I started telling my story as a teenager that boys would tell me, Lena. Aha, sie senkt die Stimme und imitiert einen Jungen. Also, wo sie älter wurde, haben tatsächlich andere Leute die darauf hingewiesen, dass es eine bekannte Geschichte ist. Es ist natürlich die Frage, ob nicht dadurch dann sich was zusammengebaut hat. Man baut sich ja auch so Erinnerungen zusammen aus Bildern und Dings, die man sieht. Zum Beispiel gibt es von mir so ein Bild, wie ich im Kindergarten am lokalen Supermarkt in meiner Heimatstadt langgerollt werde. Und das ist, ich dachte mal, das wäre ein Erinnerungspunkt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es nicht meine Erinnerung ist. You trying to tell us you saw the Insulindian Phasmid out there in those reeds? Get out of here. They just give me a cider and ruffle my hair and tell me to stop dreaming. But I saw it. Ja, man hat so Apfelwein gekriegt, auch nicht schlecht. Kim, was meinst du dazu? I thought it was a wonderful story, man. Das war eine schöne Geschichte. Er schließt sein Notizbuch und schenkt ihr ein Lächeln. But I don't believe it. A child left unattended on a warm day. Children make up stories and then end up believing them. Sagt der Korpsgast. Kinder denken sich Geschichten aus und glauben dann daran. Ja, Na, vielen Dank You're dafür auch. welcome, sweetie. Yay, 5 XP. I do appreciate the chance to relive it whenever I get one. It was just such an impossibly sunshiny day. So warm. Lustigerweise habe ich auch so eine Sonnentagserinnerung. Und zwar, das ist in den Heimatkaff, wo ich früher mal gewohnt habe. Da gibt's so eine Straße, die hochging zum lokalen Badesee, der noch quasi in der Stadt lag. Und ich habe halt eine Erinnerung, das ist so eine Promenade. Wie ich diese Promenade lang gehe, mit meinem Vater, weil ich war auf jeden Fall nicht allein unterwegs. Und es war halt so ein sonniger Tag. Und manchmal erinnere ich mich daran zurück, an diesen sonnigen Tag, wie wahrscheinlich im August oder Ende Juli. Und auf dem Weg zu diesem Badesee, wie wir da zu Fuß hingegangen sind, das halt irgendwie warm war. Das waren nur so Betonplatten, DDR war noch nicht so lange her. Und die Straßen bestanden auf jeden Fall auf Betonplatten von dieser Nebenstraße, wo es dann zu der Allee ging. Und das ist auch so eine Sommererinnerung, die ich irgendwie so immer rumschleppe. And she could get up and walk right into the reeds on her own. Into the mud. Anywhere. Ah, sie könnte selber noch gehen, ja. Ja, tschüss, ciao mit Au, das war alles, tschüss. So, machen wir jetzt noch vor lauter Angst. Ich habe eigentlich diesen Tag überhaupt nichts mehr zu tun, bis es 22 Uhr wird und ich mit Kim nochmal Abschlussbericht machen kann, oder? Oder? 22 Uhr kannst du schlafen gehen, aber ich kann erst 22 Uhr mit Kim reden, ne? Habe ich noch großartig was zu tun? Nicht mehr wirklich, oder?